Im Januar ging es direkt los mit der wohl größten Innovation des gesamten letzten Jahres, nämlich dem Durston X-Dome 1 Plus. Ich habe es hier vorne liegen, mittlerweile in der zweiten Variante, denn ja im Dezember, Januar wurden die ersten Zelte ausgeliefert und da noch mit der Mesh-In-Zelt-Variante. Mir hat das Ganze so gut gefallen, dass ich mich aber hier noch für die Solid-Variante entschieden habe, da die für mich im europäischen Bereich ein bisschen besser gegen Wetter schützt. Denn das Durston X-Dome ist ein doppelwandiges Zelt. Ich habe es ja ausführlich schon im letzten Winter vorgestellt und getestet. Das erste komplett freistehende Zelt, auch nicht semi-freistehend, sondern wirklich voll freistehend, was unter 1 Kilo wiegt. Das Ganze ist aus Silpoly, wiegt je nach Ausführung so 980 Gramm. Schon die Eine-Personen-Variante ist wirklich sehr, sehr groß mit dem patentierten Grundriss und es gibt natürlich auch noch die Zwei-Personen-Variante, die kam ein bisschen später raus und die ist wirklich für alle, die zu zweit unterwegs sind, egal ob beim Wandern oder dem Bikepacking, sehr, sehr gut geeignet. Preislich, da wir hier aus Amerika importieren müssen, liegen wir hier mit Import- und Zollgebühren so bei 450, 500 Euro. Einzelne Verkäufer gibt es hier mittlerweile im europäischen Raum, wodurch das Zelt aber auch nicht wirklich günstiger wird. Aber da auf jeden Fall schon mal ein solider Start im Jahr, was auch stetig ausverkauft ist und ich glaube immer wieder alle 3 Monate neu erhältlich ist, wenn ihr euch dafür interessieren solltet. Im Februar ging es dann direkt richtig stark weiter mit endlich mal wieder einem neuen Produkt des bekannten Herstellers Thermarest. Thermarest kennt man vor allem von der Neo Air X-Lite zum Beispiel, wirklich einer ultraleichten Isomatte unter 400 Gramm, die immer noch robust ist und sehr, sehr leicht ist. Und hier kam wirklich etwas Neues ins Portfolio, nämlich die Thermarest Neoloft und damit so die erste Isomatte, die wirklich äußerst dick ist, 11,7 cm hat das gute Stück hier nämlich und wirklich auf Komfort ausgerichtet ist. Und dabei wiegt sie in der Regular White Variante immer noch nur 820 Gramm. Die gibt es in keiner schmalen Variante, da hier im Komfort ganz groß geschrieben wird. 880 Gramm in der Large Variante, die ich hier auch liegen habe und sie kommt auch mit so einem kleinen Stoffbezug, der wirklich für ein sehr bequemes Liegegefühl sorgte. Ja, im Februar kam sie raus, ich habe sie selber erst im Herbst jetzt auf meiner letzten Tour getestet in der Eifel und da zusammen eben mit dem Durston X-Dome wirklich eine sehr, sehr bequeme Nacht gehabt. Der R-Wert von 4,7, der reicht auf jeden Fall für 3 Jahreszeiten. Im Winter würde ich vielleicht nicht unbedingt dazu greifen, wenn man wirklich auf normalen Waldboden schläft. Es fühlt sich durch die größere Dicke und die größere Angriffsfläche von der kalten Luft ein bisschen kälter an als schmalere Isomatten. Aber ich habe mich eigentlich direkt verliebt in dieses Teil. Problem ist, die kostet wirklich eine Menge. 230 bis knapp 300 Euro wirklich in der Large-Variante. Ich hoffe, die wird jetzt im nächsten Jahr 2026 ein bisschen günstiger. Aber für alle, die da ein bisschen mehr Gewicht beim Schlaf eingehen wollen und dafür eine viel bessere Nacht haben wollen, da kann ich die Neoloft auf jeden Fall auch empfehlen. Im März kam dann endlich ein lang ersehntes Produkt, was die Community sich schon viele Jahre gewünscht hat, nämlich ein Nachfolger der bekannten Nitecore NU25 Stirnlampe. Die habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen, eigentlich der Standard im Ultraleicht-Tracking über viele Jahre. Die ist extrem leicht, hat immer zuverlässig funktioniert, aber sie hatte ein großes Manko, nämlich einen Micro-USB-Anschluss. Und das ist auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Man möchte unterwegs nicht extra dafür ein Kabel mitnehmen. Der Adapter ist ein bisschen anfällig und den kann man schnell verlieren. Deswegen hat die Community Nitecore viele Jahre genervt und 2024 kam dann schon endlich die NU20 Classic raus und jetzt in diesem Jahr im März eben die 2025er Variante. Da hat sich gar nicht so viel geändert, aber das wird das finale Produkt dieser Serie sein und ihr seht schon, die sieht sehr ähnlich aus. Man hat sich wirklich sehr stark an dem bekannten Design orientiert, was ich wirklich gut finde, weil man muss das Rad dann nicht neu erfinden. 38 Gramm wiegt sie hier mit dem Standardband. Ich werde mir bei Zeiten nochmal dieses alte Band hier mit rüber nehmen und dann kann man da auch noch ein bisschen Gewicht einsparen. 360 Lumen, Akku ist ein bisschen kleiner geworden, 500 mAh. Dafür ist die LED ein bisschen effizienter. Schutzklasse IP66 und Preis ungefähr 30 Euro. Also wirklich ein sehr rundes Produkt und damit hat man keinen Grund mehr wirklich auf das alte Modell zu greifen, was glaube ich schon seit 2017 auf dem Markt ist. Also sehr gute Innovation hier. Denn im April kam dann wirklich die zweite große Sensation. Ich kann es nicht anders nennen, denn ich dachte, ich lese nicht richtig, aber Decathlon hat damit geworben, endlich den ersten Ultraleicht-Tracking-Rucksack im Sortiment zu haben. Und den habe ich sofort getestet. Hier links steht er, nämlich der Simont MT900 UL 50 Liter.
In meinem Test habe ich 865 Gramm gewogen, offiziell sogar 880 Gramm, also eine sehr faire Angabe. Und das war wirklich ein absoluter Gamechanger, vor allem wenn man die anderen Rucksäcke bei Decathlon kennt. Die waren nämlich immer alle viel, viel schwerer und das liegt eben daran, dass erstmalig hier Simont einen Rucksack gemacht hat, der extra fürs Weitwandern gedacht war. Der Rucksack wird auf dem PCT wirklich vor der Veröffentlichung getestet. Wir haben uns den auch in diesem Jahr hier ausführlich angeschaut und ich bin wirklich sehr davon überzeugt und auch im Laufe der Jahre, die Bewertungen sind durchweg positiv. Denn das Besondere hier ist, man hat nicht nur einen leichten Rucksack geschaffen, der sich fürs Ultraleicht-Tracking eignet, sondern ein Modell, was eben über diesen Rückenteil hier verfügt, quasi mit 2 Stangen versehen wurde, mit einem Netz, was den gesamten Rucksack-Body dann weg vom Rücken hält, sodass dann Luftraum entsteht. Und dadurch schwitzt man nicht und hat ein total angenehmes Gefühl. Und das gab es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur bei 2 anderen bekannten Rucksäcken von Bonfos und Zpacks zum Beispiel. Und hier hat dann wirklich ein Mainstream-Hersteller diesen Rucksack geschaffen und das alles für faire 250 Euro. Es ist also kein Standard-Billigprodukt von Decathlon, sondern wirklich ein Markenprodukt aus dem Hause Simont. Ich bin davon überzeugt, er war auch sehr lange ausverkauft. Ich habe gerade nochmal geguckt, jetzt gibt es ihn wieder. Also für alle, die einen Rucksack-Upgrade suchen und einen fairen Preis bezahlen wollen, den kann ich hier das Modell von Decathlon auf jeden Fall empfehlen. Im Mai kam dann noch ein Upgrade zu einem bekannten Produkt auf den Markt, was mir dann im Herbst extrem weitergeholfen hat, als ich mich dann so ein bisschen für Ultraleicht plus Komfort mal für kürzere Touren interessiert habe. Nämlich das neue Upgrade des Nemo Philo Elite, die 2025 Version. Und das Kissen ist von vielen wirklich bezeichnet worden als das bequemste universelle Kissen, was aus 2 Teilen besteht. Denn es hat hier so einen Außenbezug, der oben sehr, sehr weich ist mit so einem ganz dünnen Fließstoff da drin. Auf der Rückseite ein bisschen rutschfester und hier drin ist ein ganz kleines Luftkissen, was man dann hierüber aufpumpen kann. Und das wiegt insgesamt dann 80 Gramm und die neue Verbesserung sind hier eben verbesserte Materialien. Ist alles ein bisschen weicher geworden, noch ein bisschen leichter und die Maße und das Schnittmuster wurden ein bisschen angepasst. Und somit hat das auch bei meinem Kissentest, wo ich mir glaube ich 12 verschiedene angeschaut hatte, am besten abgeschnitten. Es ist nicht so leicht wie so ein klassisches Kissen von Zpacks oder Ceto Summit, die wiegen dann nur 40, aber haben dann natürlich nur ein Luftkissen und so ein leichtes Luftballon-Feeling. Und ich sage euch als Geheimtipp, die Neoloft plus dieses Nemo Philo Elite, da schlafe ich eigentlich echt wie zu Hause. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weswegen ich auf kürzeren Touren dann doch mal gewillt bin, ja, 80 Gramm statt 40 mitzunehmen und da wirklich so ein bequemes Kissen zu haben. Auch hier Problem ist natürlich der Preis. Ich glaube 55, 60 Euro kostet es aktuell. Also ich finde sehr viel dafür, aber für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt und ich werde es auch in den nächsten Jahren sehr oft gebrauchen. Was man dann in diesem Jahr noch beobachten konnte, war der Trend hin zu einem ganz neuen Stoff im Ultraleichtsektor. Nämlich nach Dyneema und Ultra gab es dann Alula Graphite. Und da war ich erst sehr skeptisch. Dyneema hat mir immer sehr gut gefallen, Ultra auch okay und Alula, das war was Neues und ich habe es dann zuerst bei Dörston, glaube ich, bei den Rucksackmodellen gesehen und dann hatte auch Heiberg, hier ein Hersteller aus Europa, endlich Modelle aus Alula im Sortiment und ich habe mir dann den Heiberg Bandit Light hier in der Alula-Version geholt und ihr seht schon, dieser Stoff, der ist so ein bisschen weicher als Dyneema, fühlt sich eigentlich an wie so ein normaler Stoff und ist tatsächlich noch leichter, also ich konnte es erst gar nicht glauben, fühlt sich eben sehr weich an, nicht so knitterig, ist auch ein bisschen leiser und verspricht wirklich nicht nur weniger Gewicht, sondern auch eine höhere Abriebsfestigkeit. Und somit wiegt hier dieses Modell nur 400 Gramm und kam dann auch im Juni wirklich raus, also passend zum Sommer. Ich hatte es dann auf ein paar Touren mit, zuletzt auch in der Eifel und es gibt auch eine größere Variante, der Attila zum Beispiel, der hat 55 Liter, den werde ich wahrscheinlich mir dieses Jahr auch zulegen, um nach 3 Jahren jetzt glaube ich ungefähr meinen Zpacks Nero Rucksack, der noch in Ultra ist, mal zu ersetzen, denn leider muss man sagen, der Ultra-Rucksack, der hat so ein paar Ermüdungserscheinungen langsam, weil es eben Folien waren, die so gepresst sind. Das löst sich so ein bisschen teilweise auf. Also der funktioniert immer noch, aber ich freue mich wirklich hier auf einen neuen Rucksack aus diesem Material. Bin gespannt, den auch im Langzeittest mal zu haben, ob da ähnliche Probleme nach ein paar Jahren Nutzung auftauchen werden. Und der Preis, finde ich, ist ja auch fair. Ich glaube, für die Modelle zahlt man so ungefähr 250 Euro. Deswegen für mich eine große Überraschung. Hätte nicht gedacht, dass ich nochmal von DCF oder Ultra so schnell wechsle. Aber für mich Alula zumindest bei Rucksäcken erstmal gerade das Material der Wahl.
Ja, und im Juli lief dann endlich erfolgreich eine Kickstarter-Kampagne aus, die explizit wirklich was Neues auf den Markt bringen wollte, was bis jetzt auch immer noch absolut konkurrenzlos ist. Ich habe selber unterstützt und ein paar Monate später war es dann soweit und dann kam der Rolling Square Super Tiny 65 Watt auf den Markt. Ihr seht schon, ein sehr, sehr kleiner, durchdachter Stecker, der unglaubliche 65 Watt liefern kann bei einem Gewicht von 71 Gramm bis 80 Gramm, je nach Ausführung. Das ist absolut konkurrenzlos. Wer sich mit Steckern ein bisschen auskennt, der weiß, dass für gewöhnlich Stecker mit dieser Leistung ja mindestens 50 bis 100% schwerer sind oder Stecker, die leichter sind, vielleicht nur 40, 50 Gramm wiegen, dann nur 20 oder 18 Watt schaffen. Und bis jetzt ist das der beste Kompromiss. Man hat hier nur einen Stecker. Wenn ihr also mehrere Geräte parallel vielleicht in einer kurzen Pause aufladen wollt, dann bietet es sich an, Powerbanks zu verwenden, die die sogenannte Pass-Through-Funktion haben, also selber aufgeladen werden können und dann gleichzeitig ein oder mehrere Geräte mit aufladen können. Extrem kompakt, also ideal fürs Ultraleicht-Tracking. Ich nutze ihn auch zu Hause jetzt super gerne, weil er einfach sehr kompakt ist und hier durch die Kühlgitter auch nicht so heiß wird bei dieser Leistung. Kostet allerdings momentan 50 Euro, also da auch wirklich sehr preisintensiv, aber wer den besten Stecker haben will, der kann hier getrost zu Rolling Square dann greifen. Ja, und im August kam dann endlich mal wieder ein neuer guter Schuh auf den Markt, nach wirklich einer langen Durststrecke und vielen Fehltritten der einzelnen Hersteller. Und der kommt von der Firma Altra. Altra ist vor allem für den Lone Peak und den Olympus bekannt. Beide Schuhe, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine extrem breite Zehenbox hier vorne haben und im Prinzip dafür sorgen, dass der Fuß bei jedem Schritt anders belastet wird und vor allem ja nicht so eng eingekerkert ist, sodass es für Blasen irgendwie zwischen den Zehen oder am Rand des Fußes sorgt. Außerdem haben sie einen sogenannten Zero Drop, das heißt die Ferse hinten ist auf derselben Höhe wie vorne und dadurch läuft man ein bisschen besser, muss sich allerdings daran gewöhnen. Jetzt hat der Altra den Olympus 6 auf den Markt gebracht, den Nachfolger dieses 5er Modells, was hier liegt, und die 6er Variante, die war wirklich sehr, sehr schlecht, denn die hatte ein gewisses Problem hier an der Ferse, was unbequem war und bei vielen Leuten zu Blasen geführt hatte. Wir hatten in unserem Podcast Zeltgespräche eine Umfrage gemacht und 90% von euch hatten sich gemeldet und haben Probleme mit der neuen Variante wirklich bestätigt. Dann hat Altra zum Glück im August aber reagiert und den Olympus 275 auf den Markt gebracht, den ich mir auch zulegen werde, wenn mein alter Olympus 5 hier mal wirklich im nächsten Jahr durch ist. Und der 275, der ist noch viel leichter und das Besondere ist hier, der hat dieselbe Dicke, aber ist oben aus einem Kevlar-Stoffmaterial. Ich blende euch mal ein Bild gerade ein und da sieht man, dass der noch ein bisschen luftiger ist und vor allem weniger Gramm hat und 33 mm Dämpfung immer noch, Vibram Mega Grip. Also eine wirklich deutliche Verbesserung, finde ich. Und es wirkt einfach auch wie noch ein luftigerer Schuh. Gerade das, was wir vor allem beim langsameren Wandern haben wollen, wenn vielleicht mal der Schuh auch nass wird, dass er schneller trocknet, wenn wir über die Nacht vielleicht auch versuchen, den Schuh am Zelt zu trocknen. Daher Trailrunner eigentlich erst fürs Running da sind, finde ich das eine positive Entwicklung und da soll wirklich die Form anders sein. Also da sollen keine Probleme in der Ferse sein. Die Reviews sind wirklich sehr, sehr gut in den ersten 3 Monaten jetzt. Deswegen freue ich mich schon, diesen Schuh mal auch hier zu testen und werde euch dann natürlich noch ein genaueres Feedback geben. Ja, im September hatte mich dann noch eine sehr erfreuliche Nachricht direkt auf Instagram erreicht, nämlich, dass wir endlich in Deutschland einen eigenen Hersteller für Alpha Direct Hoodies haben. Für alle, die Alpha Direct noch nicht kennen, ich habe mich echt in den letzten 1,5 Jahren jetzt total verliebt in diesen Stoff. Der sieht so aus, so ein bisschen wuschelig und kommt eigentlich aus dem US-Militär, wo man wirklich nach einem Stoff gesucht hat, der so warm wie möglich für so wenig Gramm wie möglich ist. Und das passt natürlich perfekt zum Ultraleicht-Tracking. Der Stoff ist überhaupt nicht robust, also muss man echt aufpassen. Aber wenn man den drunter zieht und darüber zum Beispiel eine Windjacke, dann hat man hier für 80 Gramm teilweise plus 50 Gramm Windjacke etwas unfassbar Warmes an, was sich anfühlt wie eine 500 Gramm schwere Winterjacke. Und mittlerweile habe ich da Socken von, eine Hose und ein Hoodie, womit ich dann auch schlafe. Ja, und neben den Produkten aus Amerika, die wirklich schwer erhältlich waren, gab es dann gleich 2 Neuerungen. Einmal der Hersteller Naleco aus Tschechien. Damit hatte man schon mal einen europäischen Hersteller. Und als ich dieses Modell in der Hand hatte, mit diesem Crew-Schnitt und dem Reißverschluss hier vorne, da habe ich sofort meinen Senshi Wren verkauft, weil der hat mir wirklich optisch einerseits auch besser gefallen und von den Angaben. Der hat hier vorne noch so eine kleine Schlaufe, dass man mit dem Daumen durchgehen kann, damit es auch wirklich windfest ist. Ja, und dann gab es aber noch einen Hoodie-Hersteller jetzt,
jetzt aus Deutschland. 10 Gram Equipment heißt er. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch ein paar dickere Modelle und in diesem Fall auch eine mit Kapuze. Das haben manche auch lieber und da bin ich auch total von überzeugt. Der hat jetzt eine etwas dickere Stärke zum Beispiel, ist ein bisschen wärmer und die Modelle wiegen alle so zwischen 120, 140 Gramm da teilweise und haben unterschiedliche Kostenpunkte. Ich sage mal 80 bis 140 Euro kann man da schon lassen, aber wenn man gut damit aufpasst und das vielleicht nicht im tiefsten Buschwerk anzieht, hat man dann einen sehr funktionierenden Pulli, der entweder als Base Layer dienen kann, als Mid Layer oder auch als Schlafkleidung. Und im Oktober kam dann aus dem Nichts auch ein Hersteller an, der eigentlich gar nicht für diese Art von Produkt bekannt war, nämlich Flextail, und wollte eine Powerbank machen. Auch da mit einer großen Kickstarter-Kampagne, die versprochen hat, eine Powerbank zu schaffen, die leichter als die besten Nightcore-Produkte sind, nämlich nur 145 Gramm. Ich habe sie direkt finanziert, wir haben das Produkt hier ausführlich getestet und ja, das Ganze wird erfüllt, wir wiegen es nochmal nach, 146 Gramm hier auf meiner Waage, aber damit auf jeden Fall die leichteste 10.000 mAh Powerbank, die es aktuell weltweit gibt. Und dabei lädt sie immer noch mit 22,5 Watt, hat 2 USB-C-Adapter, hier vorne wirklich ein Indikator, um genau zu sehen, wie voll es ist und wirklich einen besonderen Modus, sodass man mit weniger Watt sein Gerät laden kann, um die Effizienz im Prinzip zu verlängern. Denn umso schneller und mit mehr Leistung eine Powerbank, zum Beispiel das eigene Smartphone, lädt, desto mehr Energie geht quasi durch unnötige Hitzeentwicklung verloren. Hat man also die Zeit vielleicht über die Nacht, dann kann man in diesem reduzierten Modus sein Gerät laden und dadurch verspricht dir Flextail eine deutlich höhere insgesamte Akkulaufzeit und darum geht schließlich auch beim Ultraleicht-Tracking. Wir haben da meistens eine Menge Zeit, da geht es um Gewicht und da macht es dann durchaus Sinn, auf solche Funktionen zu setzen. Neues Carbon wird ja auch verwendet, sehr schönes Produkt. 50 Euro natürlich auch wieder am oberen Limit. Wir hatten uns auch andere Produkte hier angeguckt, andere Powerbanks, die nur die Hälfte kosten. Aber ja, Carbon und diese Art von Technik hat natürlich seinen Preis. Im November kam dann auch noch eine lang ersehnte Neuigkeit von 3FUL Gear, dem asiatischen Zelthersteller. Nämlich das sehr beliebte Lanshan 1 Pro hat ein Update bekommen. Und zwar kein neues Schnittmuster, sondern einen neuen Stoff. Man hat hier endlich mal auf Silpoly gesetzt statt Silnylon, sodass man sich da jetzt in der neuen 2025er Version entscheiden kann, was man da möchte und setzt somit auf denselben Stoff wie große andere Hersteller, zum Beispiel Durston oder auch Six Moon Designs. Das Luna Solo war hier mal der größte Konkurrent. Und im letzten Video hatte ich es noch schon erzählt, dass ich mir das bestellt habe. Jetzt kam es vor ein paar Tagen an. Hier ist es drin. Ich habe es bisher nur einmal aufgebaut, aber noch nicht intensiv getestet, noch nicht drin geschlafen. Deswegen kann ich euch noch keinen finalen Test dazu mitgeben. Aber wenn wir es mal hier wiegen, liegen wir jetzt mit allem, mit Packsack. Ich glaube, Heringe sind da auch noch drin bei 820 Gramm und ohne alles wird das Minimalgewicht bei knapp 700 Gramm, schätze ich, liegen. Silpoly hat den Vorteil, dass es sich nicht ausdehnt, wenn es nass ist. Wir haben die Single-Wall-Variante hier, so ein einwandiges Tracking-Stock-Pyramidenzelt und ja, es ist wirklich erprobt. Man kann damit sehr viel Geld sparen. Ich habe jetzt, glaube ich, 150 Euro etwa gespart und hiermit hat man erstmalig wirklich, glaube ich, den Kampf gegen den direkten Konkurrenten Luna Solo gewonnen. Das zeigen die ersten Reviews. Deswegen freue ich mich, das Zelt jetzt im Winter auch mal real auf eine Tracking-Tour vielleicht zu verwenden, um mal zu gucken, wie ist das denn mit der Kondensation, wie reagiert es jetzt bei Feuchtigkeit und sehe ich da irgendwie Probleme in der Haltbarkeit. Aber ich finde eine sehr gelungene Innovation und ein fehlendes Puzzlestück, um dieses beliebte Zelt noch ein bisschen perfekter zu machen. Ja, und jetzt zuletzt vor kurzem im Dezember hat sich Flextail doch nochmal mit noch einer Neuerung in diesem Jahr gemeldet, nämlich mit der Zero Pump, aber in der zweiten Version. Die wurde jetzt an ein paar Leute schon im Dezember ausgeliefert. Die Kickstarter-Kampagne läuft aber noch und für alle, die sich dafür interessieren, die müssen, glaube ich, noch ein paar Monate warten, vielleicht bis in den Frühling rein. Aber die Zero Pump ist dazu da, mit verschiedenen Aufsätzen, die alle mitgeliefert werden, seine Isomatte unterwegs wirklich mit sehr, sehr wenig Gewicht aufblasen zu können, ohne dass man das eben mit dem Mund machen muss oder mit einem Pumpsack. Flextail setzt ja im Vergleich zu anderen Herstellern, so wie dieses Modell, darauf,
dass man integriertes Akku hat. Man kann das Ganze aufschrauben und da drin befindet sich im Prinzip eine Batterie, die man per USB-C aufladen kann. Das ist hier übrigens die erste Version, die ich euch zeige. Die zweite Version, die ist quasi wie die erste, aber alles ist so 20% besser. Wir haben eine größere Batterie, wir haben weniger Gewicht, wir haben eine höhere Leistung von 200 Liter pro Minute, wir haben einen höheren Maximaldruck, ich glaube leiser ist sie auch noch. Also es ist im Prinzip für alle, die hier schon überlegt haben, ob das eine sinnvolle Ergänzung ist, jetzt an der Zeit vielleicht dann auf die Zweier noch zu warten. Und da ist es eben so, man braucht keine Powerbank dabei. Das ist quasi Plug and Play, man steckt es in die Tasche und das reicht dann auch wirklich eine mehrwöchige Tracking-Tour aus. Ich glaube 20 Mal kann man damit mit der normalen Akkuleistung eine Isomatte aufblasen. Die andere ist zwar leichter, die wiegt nur 10 Gramm, aber nur weil die kein integriertes Akku im Prinzip hat. Dafür braucht man dann ein Kabel und vielleicht eine Powerbank und sein Smartphone. Beide Varianten funktionieren sehr gut, ist einfach eine Präferenzsache, aber ich finde es gut, dass Flexcell immer noch den Ehrgeiz hat, das Produkt noch zu verbessern und vielleicht ist es ja auch nicht die letzte Variante. Ja, als Bonus habe ich in diesem Jahr noch die sogenannten Fischgrätenheringe entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, wann sie auf den Markt kamen. Ich habe es jetzt erst im letzten Jahr wirklich gesehen. Vielleicht gab es schon länger, aber ich glaube, jetzt sind sie so ein bisschen populärer geworden. Wir haben jetzt auch in Deutschland knapp über 200 sogenannte Trackingplätze. Und das sind Orte, wo wir in Deutschland legal auf Holzplateaus meistens unser Zelt aufbauen können. Problem daran ist, dass natürlich auch wie in Schutzhütten mit Holzboden keine Heringe in den Boden gehen sollten oder überhaupt können. Und somit muss man teilweise dann mit Knoten arbeiten oder Steine verwenden, um sein Zelt aufzubauen. Und diese Fischgrätenheringe lösen dieses Problem auf ganz geniale Weise, denn wenn wir zwei Holzbalken haben, stecken wir es einfach dazwischen, drehen es ein und schon hält dieser Fischgrätenhering durch die Spannfeder und wir können einfach unser Zeltseil darum spannen. Da verrutscht dann auch gar nichts mehr. Ein Hering wiegt hier 18 Gramm ohne diesen optionalen Karabinerhaken und wenn ich diese Trekkingplatztouren mache, und da bin ich echt ein Freund von in Deutschland, dann packe ich mir jetzt immer mindestens 4 bis 6 davon ein und drehe die einfach rein und schon hat man wirklich bombenfest ein freistehendes Zelt aufgebaut, was dann auch nicht mehr wegfliegt oder wirklich auch die Möglichkeit, so ein nicht freistehendes Zelt wie das Lanshan Pro mit einem Trekkingstock aufzubauen, ohne dass man da irgendwie mit anderen Seilen arbeiten muss. Also eine gelungene Lösung, kostet auch glaube ich nur 10 oder 15 Euro für ein 8er-Pack, verlinke ich euch auch mal unten. Ja, damit wäre das Jahr 2025 abgeschlossen. Das sind für mich die 12 größten Highlights. Ihr könnt ja noch mal schreiben, was euch so am besten gefallen hat an neuer Ausrüstung in diesem Jahr. Da kam wirklich eine Menge auf den Markt. Wir sehen, der ultraleichte Markt, der erobert langsam auch den Mainstream. Ich bin so gespannt, was jetzt 2026 noch so Neues kommen wird. Ich wünsche euch natürlich auch ein extrem erfolgreiches und spaßiges Trekking- und Outdoor-Jahr da draußen und alle anderen Produkte verlinke ich euch natürlich auch in der Beschreibung und würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.